morning, guys. Guten Morgen, Leute. So let's continue. Lass uns weiterfahren. You know, I remember when a very, very good friend of mine and a pastor that I had known for, oh my God, almost 40 years. Ich erinnere mich, als ein sehr, sehr guter Freund von mir, ein Pastor, den ich fast seit 40 Jahren kannte, He began to start this discussion with me diese Diskussion mit mir begann. about we are sinners saved by grace. Über wir sind Sünder, errettet durch Gnade. And I said, my friend, I'm not a sinner saved by grace. Und ich sagte, mein Freund, ich bin kein Sünder, der durch Gnade errettet wurde. And you know, he took some Bible verses out of the context and threw them at me and said, look, we are. Er nahm ein paar Bibelverse aus dem Kontext heraus, warf mit den Versen um sich und sagte, schau, wir sind. You know, I said to him, look, I love you too much. I really don't want to argue about it. Ich sagte, schau, ich liebe dich zu sehr, ich will darüber wirklich nicht streiten. Why don't we do this? Warum machen wir das nicht? If you would like to live like a sinner saved by grace, just enjoy this life as good as you can. Wenn du als Sünder leben willst, der aus Gnade gerettet wurde, dann genieße einfach dein Leben, so gut du kannst. I prefer to live like a saint, part of a new race, a son of the living God. Ich ziehe es vor, als Heiliger zu leben, als Teil einer neuen Rasse, ein Sohn des lebendigen Gottes. Let's both live our lives the way we believe. Lass uns beide unser Leben so leben, wie wir glauben. You know, just think with me. Überlege mit mir. If Jesus was the very last Adam, which means the last natural sinful man, Wenn Jesus der allerletzte Adam war, was der letzte natürliche sündige Mensch bedeutet, that means that the moment you come into Jesus, you are not anymore in the Adamic race. bedeutet es, dass du in dem Moment, du in Jesus hineinkommst, du nicht mehr in der Rasse Adam bist. Because it's finished, it's the last, it's over. Es ist beendet, es ist der letzte, es ist vorbei. Look what Paul says in Galatians chapter 2 verse 20. Schau, was Paulus in Galater 2,20 sagt. He says, I have been crucified with Christ. Ich wurde mit Christus gekreuzigt. He says, I no longer live. Nicht länger lebe ich. Christ lives in me. Christus lebt in mir. And then he says, the life that I now live in the flesh, Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, I live by faith. lebe ich im Glauben. By faith in the Son of God, Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, loved me and gave himself for me. der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Do you know, my friend? Weißt du, mein Freund, Many of us have lived our lives by faith in the Adamic grace and not by faith in the cross. viele von uns haben ein Leben im Glauben an Adams Rasse gelebt und nicht im Glauben an das Kreuz. If you believe you're a sinner saved by grace, you actually live by faith in the Adamic grace. Wenn du glaubst, dass du ein durch Gnade erretteter Sünder bist, lebst du tatsächlich im Glauben an Adams Rasse. That's how we live. So leben wir. But if you believe that you're not a sinner anymore, Aber wenn du glaubst, dass du kein Sünder mehr bist, because the Adam that was in you has died on the cross with Jesus, weil der Adam, der in dir war, am Kreuz mit Jesus gestorben ist, and a new man, a heavenly man, according to Jesus, has been raised up, und ein neuer Mensch, ein himmlischer Mensch gemäß Jesus auferweckt wurde, what would happen? was würde passieren? You would begin to act just like Jesus. Du würdest wie Jesus handeln. But you know, Paul said a very interesting thing in Galatians 2:20. Weißt du, Paulus sagt in Galater 2,20 etwas sehr Interessantes. He said, the life that I live in the flesh. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe. See, the word flesh in the New Testament is used interchangeably. Das Wort Fleisch im Neuen Testament wird in verschiedenen Bedeutungen verwendet. The reason why I know that is because when I wrote my book Free from the Power of Sin, Der Grund, warum ich das weiß, ist, als ich das Buch Sünde, die Kraft der Sünde im Leben brechen, schrieb, I did a word study of the word flesh in the original Greek. machte ich ein Wortstudium über das Wort Fleisch im Originalgriechischen. And I looked up every single Bible verse in the New Testament that uses that Greek word. Ich schaute jeden einzelnen Bibelvers im Neuen Testament nach, der dieses griechische Wort benutzt. And I found out that it's used completely interchangeably. Und ich fand heraus, dass verschiedene Bedeutungen gebraucht werden. Sometimes it simply means our natural life that we live here on this earth. Manchmal
Manchmal bedeutet es einfach unser natürliches Leben, das wir hier auf der Erde leben. Not natural in the sense of sinful natural. Nicht natürlich im Sinn von sündhaft natürlich. It's just like our normal everyday life. Einfach unser tägliches, normales Leben. And when Paul is talking in Galatians 2:20, that's exactly what he means. Wenn Paulus in Galater 2,20 darüber spricht, bedeutet es genau dies. In other words, he's saying my everyday life that I have to get on with. In anderen Worten sagt er, mein tägliches Leben, mit dem ich zurechtkommen muss, That kind of life I have to live by faith in what happened at the cross. diese Art Leben muss ich im Glauben leben, im Glauben, was am Kreuz geschah. So what happened at the cross? Was geschah am Kreuz? At the cross, here is what happened. Am Kreuz geschah Folgendes. At the cross, the old Adam, the sinful nature, completely was destroyed. It was over, finished. Der alte Adam, die sündhafte Natur, wurde am Kreuz vollkommen zerstört. Es war vorbei, beendet. And a brand new person, a brand new man was raised up. Eine brandneue Person, ein ganz neuer Mensch wurde auferweckt. Look how beautiful the Passion puts Galatians 2:20. Schau, wie schön Galater 2,20 in der Passion-Übersetzung ist. My old identity has been co-crucified with Christ and no longer lives. Daniel schlägt es in der Passion-Übersetzung nach. Daniel is just going to open it in the Passion Translation. Look what it says. Schau, was es heißt. Meine alte Identität wurde zusammen mit Christus gekreuzigt und lebt nicht mehr. And now the essence of this new life is no longer mine. Und jetzt gehört das Wesen dieses neuen Lebens nicht mehr mir. For the Anointed One lives his life through me. We live in union as one. Jesus, this is so beautiful. Denn der Gesalbte lebt sein Leben durch mich. Wir leben in Einheit. Jesus, das ist so schön. Beautiful. Look at this. Schau das an. My new life is empowered by the faith of the Son of God, Mein neues Leben wird durch den Glauben des Sohnes Gottes gestärkt, who loves me so much that he gave himself for me, dispensing his life into mine. der mich so sehr liebt, dass er sich für mich hingegeben und sein Leben in das meine hineingegeben hat. My new life is empowered by that faith. Mein neues Leben wird durch diesen Glauben gestärkt. You see, your life is empowered by faith. Siehst du, dein Leben wird durch den Glauben gestärkt. You will always have what your heart believes. Du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt. So if your heart believes you're still part of the Adamic grace, that's exactly what you will give power to. Wenn dein Herz glaubt, dass du immer noch Teil von Adams Rasse bist, wirst du genau dem die Macht geben. Think about this thought with me. Denke mit mir über diesen Gedanken. Even though your old nature has died, you can still empower it by believing the wrong thing. Auch wenn dein altes Wesen gestorben ist, kannst du es immer noch stärken, wenn du die falschen Dinge glaubst. In simple words, if you believe you're part of the Adamic race, you are resurrecting your old man. In einfachen Worten, wenn du immer noch glaubst, dass du zur Rasse Adams gehörst, erweckst du deinen alten Menschen. See, most people think, I would love to see somebody resurrected, yet we resurrect our own man every day. Die meisten Menschen denken, ich würde so gerne einen auferstandenen Menschen sehen. Ja, wir lassen unseren alten Menschen täglich auferstehen. Think about this. Denk darüber nach. By our faith, we empower the old man to resurrect again from the dead. Durch unseren Glauben ermächtigen wir den alten Menschen wieder vom Tod aufzuerstehen. Don't do that. Mach das nicht. But the new man gets only empowered by faith in what happened at the cross. Aber der neue Mensch wird nur ermächtigt durch den Glauben an das, was am Kreuz geschah. Last Adam said, it is finished. Der letzte Adam sagte, es ist vollbracht. That race is over. Diese Rasse ist vorbei. If you believe in me and if you're in me and if you trust me, you are part of a new race. Wenn du an mich glaubst und wenn du in mir bist und wenn du mir vertraust, bist du Teil einer neuen Rasse. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.